Das ist Dimitris. Dimitris ist Student an der CAU. Aber was viel spannender ist, Dimitris ist Anführer einer Mikronation. Ich bin Zar Antonov, Präsident der Vereinigten Republik Obscurium. Wenn du dich einer Definition annähern würdest, wie würdest du denn eine Mikronation definieren? Ich würde eine Mikronation als einen selbstgegründeten, nicht anerkannten Staat definieren, der allerdings keine rechtmäßige Kontrolle über sein Territorium hat, wie es von der Makronation definiert wird. Das ist halt der große Unterschied zum nicht anerkannten Staat. Das wäre die nächste Stufe. Das wären solche Staaten wie Transnistrien, Somaliland etc. Die Staaten haben halt wirklich alles, was ein regulierender Staat, eine Makronation ausmacht, inklusive Staatsgewalt. Das heißt, in die Staaten kann nicht mal eben der andere Staat einmarschieren. Die haben auch die Kapazität, sich zu verteidigen. Die haben bloß halt nicht diese Anerkennung. Mikronationen haben diese Kapazität nicht und wollen eigentlich auch diese Kapazität nicht haben. Neben Obscurium gibt es noch weitere Mikronationen, wie zum Beispiel Sloyamastan. Sloyamastan ist eine Mikronation gelegen in Kalifornien in den USA. Sie wurde 2021 von dem Radio-DJ Randy Williams gegründet und erinnert satirisch an den Prototypen eines diktatorischen Staates. Sloyamastan hat über 20.000 BürgerInnen, die verteilt über 120 Länder auf der Welt leben. Eine weitere bekannte Mikronation ist Ladonia. Ladonia wurde 1996 von dem schwedischen Künstler Lars Vilks gegründet. Grund war ein Gerichtsstreit mit den örtlichen Behörden, da Vilks an der südschwedischen Küste größere Skulpturen ohne Baugenehmigung in einem Naturschutzgebiet aufbaute. Dieser Ort ist das heutige Ladonia. Es scheint also Mikronationen mit einer Art Staatsgebiet zu geben. Es gibt ganz verschiedene Arten von Mikronationen. Es gibt zum Beispiel politische Mikronationen, aktivistische Mikronationen mit Umweltzielen. Es gibt kommunale Mikronationen, gemeinschaftliche Mikronationen, die einfach eine Gemeinschaft erschaffen wollen. Und es gibt auch künstlerische Mikronationen, die Kunst schaffen wollen, in einem bestimmten Kunstprojekt stehen. Was bist du denn in Obscurium? Ich sehe jetzt, dass du so eine Scherbe umhast, wo El Presidente draufsteht. Was ist deine Bezeichnung in dem Staat? Ich werde in Obscurium als der Präsident der Vereinigten Republik Obscurium betitelt und bezeichnet. Das ist das Staats- und Regierungsoberhaupt. Wie viele Mitglieder hat Obscurium? Aktuell hat Obscurium, meine ich, 13 oder 14 Staatsbürger. Ich meine, das sind jetzt 14. Was habt ihr sonst noch so für Arten von Mitgliedern? Also gibt es noch andere Leute, die sich Titel verliehen haben oder den Titel verliehen wurden? Wir haben allerlei Titel in Obscurium. Wir hatten bis vor kurzem einen Vizepräsidenten, der ist aber zurückgetreten von seinem Posten. Wir haben einen Lord Protector, das übersetzt sich zu so viel wie oberster Schutzherr von Flag Police. Das ist unser zeremonielles Territorium hier in Kiel. Und innerhalb von Flag Police haben wir auch noch eine Lady Mayor of Fafner. Das ist die Hauptstadt von Flag Police. Dann haben wir noch einige Minister für alle möglichen Sachen. Die meisten Ministerposten führe ich unter dem Präsidentenamt, weil es keine Minister dafür gibt. Aber wir haben einen Minister für Website-Sachen zum Beispiel. Und wir haben 2 oberste Richter für das oberste Gericht von Obscurium. Um mehr über Mikronationen zu verstehen, begleiten wir Dimitris bei einem Staatsbesuch der befreundeten Mikronation Zylysinte. Wir treffen Dimi und seine Gäste bei ihm zu Hause, zu Kaffee und Kuchen. Mehr oder weniger, okay. Je nachdem. Das ist diese Abgrenzung zu der Autobahn. Ja, und ich war nur so, genau. Während Dimi sich mit seinen Gästen unterhält, werfen wir einen Blick ins Oval Office von Obscurium. Es ist soweit. Wir machen uns auf den Weg zum zeremoniellen Staatsgebiet. Was es damit auf sich hat, verstehe ich noch nicht so ganz und hake nach. Obscurium hat ein zeremonielles Staatsgebiet hier in Kiel. Das heißt, wir benutzen das für Zeremonien, Paraden und so weiter. Aber unser zeremonielles Gebiet ist immer noch auch Staatsgebiet der Bundesrepublik Deutschland. Das heißt, wir beanspruchen kein traditionelles Staatsgebiet in dem Sinne. Wir haben eigentlich nur unsere zeremoniellen Gebiete hier und den Sitz unserer Regierung. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg in 3 verschiedenen Autos. Das Wetter ist absolut famos, wie man es aus Schleswig-Holstein kennt. Und in circa 10 Minuten sollten wir vor Ort sein. Ich freue mich auf die Zeremonie und ich hoffe, ihr freut euch auch darauf, sie zu sehen. Am Parkplatz angekommen, machen wir uns zu Fuß auf den Weg. Das zeremonielle Staatsgebiet
liegt auf einem ehemaligen Marinegelände in Kiel. Wir versammeln uns und bauen auf. Ich frage mich, was die Staatsbürger davon haben, die bei Dimis Mikronation mitmachen. Von Obscurium hat man einiges. Natürlich investiert man auch viel Arbeit und Zeit da rein, aber dadurch kriegt man ein Zusammengehörigkeitsgefühl und vor allem, man kriegt die Möglichkeit, an einem Staat mitzuschaffen. Man hat sozusagen eine gewisse Macht, die man dadurch kriegt. Für mich hört sich das an wie ein Planspiel. Was sagst du dazu? Bei einem Planspiel ist wirklich alles eine Simulation. Ein Planspiel mag zwar genauso aussehen bei einer Mikronation, aber man weiß halt, es ist ein Planspiel. Man ist sich im Kopf bewusst, das ist nicht echt. Das mache ich hier als Hobby rein und wenn ich nach Hause gehe am Ende des Tages, bin ich ganz normal ich und ich habe nichts mehr damit zu tun. Eine Mikronation ist anders. Man sieht es halt als etwas Ernsthaftes durchaus an. Wenn man nach Hause geht am Abend, ist man immer noch der Präsident von Obscurium. Jemand sagte mal, eine Mikronation ist ein Vollzeitjob. Es ist nicht einfach eine Uniform, die man am Abend auszieht und dann ist das vorbei. Man ist immer sozusagen ein Mikronationalist. Man zeigt zwar nicht immer, aber es ist etwas, es ist ein Lebensstil für manche. Zurück zum Staatsbesuch. Es werden die letzten Bilder aufgenommen, bevor es losgeht. Demi, oder wie er mit seinem offiziellen obskurischen Namen heißt, Zar Antonov, die Lady of Fafner und die Gäste der Mikronation Zelesinte stellen sich in gemeinsame Formation und der offizielle Staatsbesuch beginnt. Angestimmt wird hier die obskurische Nationalhymne. Die Flaggen, die im Hintergrund wehen, sind die Nationalflagge von Obscurium, die Flagge vom Freien Protektorat Flagpolis und von der Protektoratshauptstadt Fafner. Ja, und damit herzlich willkommen zum Staatsbesuch von der monarchistischen Republik Zelesinte zur Vereinigten Republik Obscurium. Hier im wunderschönen Flagpolis in der Hauptstadt Fafner mit wunderschönem Wetter, gerade kein Regen. Ich bin sehr zufrieden damit und ich bedanke mich ganz herzlich bei der Delegation dafür, dass ihr gekommen seid. Nach den Ansprachen von Zar Antonov und einem Minister der Mikronation Zelesinte machen wir uns auf den Weg zum Schrein des heiligen Drachen. Drachen sind ein elementarer Bestandteil der obskurischen Kultur, erzählt uns Zar Antonov. Die Staatsoberhäupter der beiden Mikronationen stoßen auf ihre Freundschaft an. Ein eigener Staat, Bräuche und Flaggen, wahrscheinlich brennt euch die gleiche Frage wie mir auf der Zunge. Sind Mikronationalistinnen so etwas wie Reichsbürger? Nein, wir sind absolut keine Reichsbürger. Reichsbürger erkennen die Bundesrepublik Deutschland nicht an, beziehungsweise auch andere Staaten teilweise nicht an. Reichsbürger sind rechtsextrem, Reichsbürger sind zu gewaltbereit. Wir sind keine von diesen Sachen. Wir zahlen unsere Steuern, wir erkennen die Bundesrepublik Deutschland und alle anderen Staaten natürlich auch an. Und wir sind auch weiterhin immer noch deutsche Staatsbürger, beziehungsweise italienische Staatsbürger, amerikanische Staatsbürger. In dem Sinne sind wir absolut keine Reichsbürger. Sind Mikronationen denn legal? Sagen wir mal so, illegal ist es auf jeden Fall nicht, da wir weiterhin die deutschen Gesetze achten oder beziehungsweise auch die ausländischen Gesetze achten und weiterhin auch Staatsbürger in dem Staat sind. Obscurium ist kein Austrittsversuch, keine Separatistenbewegung und versucht auch nicht, die Bundesrepublik Deutschland über den Haufen zu werfen. In dem Sinne sind wir weder legal noch illegal. Uns gibt es einfach und wir stören keinen. In dem Sinne, wir existieren. Habt ihr eine Verfassung? Obscuriums Grundgesetz basiert, wie schon erwähnt, auf dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Das heißt, wir haben auch die Grundrechte daraus übernommen und natürlich auch Menschenrechte aus der UN-Menschenrechtscharta oder Menschenrechtserklärung. Damit beschäftigt sich der erste Teil der Verfassung. Die können auch nie abgeschafft oder geändert werden. Im zweiten Teil der Verfassung also im hinteren Teil der Verfassung geht es dann um obskurisch-spezifische Sachen. Es geht um Flaggen, es geht um die Regierung, es geht darum, wie man Abstimmungen macht, Gesetze einführt, das Parlament, die Regierungsposten. Ist das nicht trotzdem irgendwie, wenn man so eine eigene Nation gründet, irgendwie ein Ausdruck von Zweifel, ein Ausdruck von Kritik an den bestehenden Verhältnissen? Mikronationen sind eigentlich in fast allen Fällen oder in den meisten Fällen ein Ausdruck von Kritik. Manche sind stärker, manche sind schwächer. Obscurium ist da irgendwo in der Mitte drin. Und ich meine, Obscuriums selbsterklärtes Ziel ist es ja, auf theoretischer Ebene ein Konstrukt zu erschaffen von einem Staat, der so perfekt ist wie möglich. Und unserer Meinung nach gibt es keinen Staat auf dieser Welt, der aktuell
so ideal ist, wie er sein könnte. Viele Staaten, inklusive Deutschland, haben sehr gute Aspekte, aber kein einziger Staat, unserer Meinung nach, hat alle diese Aspekte vereint. Der Staatsbesuch ist zu Ende und alle Leute packen zusammen. Wir möchten mehr über die TeilnehmerInnen der Veranstaltung erfahren. Alexandra, was hast du heute hier gemacht? Ich wurde heute zur Lady Bürgermeisterin von Fafner gekrönt. Das war sehr speziell, das habe ich nicht erwartet so. Aber das ist echt schön, dass man seine Freunde so unterstützen darf bei seinen Hobbys, bei seinen Leidenschaften auch. Und das war mir sehr wichtig, das heute mitzumachen zu dürfen. Ja, also ich bin Monarch, Wallner der Erste. Erster Monarch der Monarchischen Republik Zelesinte und zeremonielles Staatsoberhaupt und wie in einem wahrscheinlich späteren Regierungstreffen entschieden wird, auch Minister zur Bekämpfung von Einsamkeit. Meine Hauptaufgabe wird das Organisieren von Treffen sein und dafür zu sorgen, dass eben unsere Staatsbürger sich untereinander besser kennenlernen, mehr miteinander kooperieren können. Da Einsamkeit ein großes Problem ist, ist das Ministerium zur Bekämpfung dieser einer unserer wichtigsten Posten. Und es geht eben auch darum, sich einander zu helfen und füreinander da zu sein. Weil Dimi und damit natürlich auch dem obskurischen Staat Drachen so am Herzen liegen, würdigt er das Ende des chinesischen Jahres des Drachen mit einer Parade. Dafür treffen sich Dimi, ein paar obskurische Bürger und andere Gäste an der Kiellinie. Nachdem ein paar Fotos gemacht wurden, machen sich Dimi und die anderen Drachenträger auf den Weg. Folget uns zum Ende des Drachenjahrs! An der Seeschlange angekommen, fängt die Zeremonie an. Dimi hält eine Rede über sein Herzensthema, die Drachen. In 12 Jahren, meine Freunde, kommt es wieder. Doch, meine Freunde, die Drachen ruhen nicht bis dahin. Oh nein, das tun sie nicht. Sie kommen wieder und werden euch auch weiterhin erfreuen. Nach der Rede geht es zurück zum Treffpunkt. An die Teilnehmer werden Kekse verteilt. Wir befragen einen der Drachenträger, wieso er heute mitgemacht hat. Ja, ich möchte Kunst studieren und ich arbeite gerade an so einer Kunstausstellung, die so Drachen als Oberthema hat. Und diese Kunstausstellung hat quasi den Übernamen Dragon's Run oder so soll die heißen. Und dann auf einmal ploppt so eine Nachricht auf in meinem WhatsApp-Feed, die heißt Drachenlauf. Ich war so, warte mal, das kenne ich irgendwoher, diesen Namen. Und deswegen war so dieses Grundinteresse noch größer da. Ja. Ich fand es heute ein bisschen strange, aber auch süß. Schade, dass es so kalt war und so wenig Leute zugeguckt haben. Und währenddessen und auch vorher wusste ich nicht so richtig, was wir überhaupt machen und warum wir es machen. Aber es war süß. Würdest du es nochmal machen? Safe sogar. Also, ja, ich würd es auf jeden Fall nochmal machen, wenn es die Option gibt. Weil die Kekse waren schon gut am Ende. Hast du von Mikronation schon mal was gehört? Vorher gar nicht. Ich wusste vorher gar nicht, was eine Mikronation ist. Ich habe mir das von seinem Kumpel gerade ein bisschen erklären lassen alles. Aber so richtig verstanden, was die Mission von einer Mikronation ist oder was das Ganze überhaupt soll, habe ich nicht. Am Anfang, als es mir erklärt wurde, klang das so ein bisschen nach Reichsbürger oder sich von der Society so abgrenzen wollen. Aber ich glaube, es ist mehr so ein Funsies-Ding. Deswegen so harmlos irgendwie. Abschließend, was gibt dir deine Mikronation? Eine Mikronation oder meine Mikronation gibt mir das Gefühl, etwas zu machen, einen Staat zu beeinflussen, zu schöpfen, eine Kultur zu machen. Das ist etwas, was ich sonst in Deutschland natürlich nicht so machen könnte, vor allem auch, weil Deutschland viel mehr Staatsbürger hat. Es gibt mir auch ein Dazugehörigkeits- und ein Gemeinschaftsgefühl, was ich so in Deutschland nicht habe. Ich bin halb Grieche und halb Deutscher und ich fühle mich zu keinem der beiden Staaten wirklich zugehörig. Natürlich habe ich meine deutsche Staatsbürgerschaft und meine griechische Staatsbürgerschaft und das ist auch schön und gut, die will ich auch behalten, aber ich fühle mich nicht wirklich kulturell, aber vor allem im Herzen nicht zugehörig und Obscurium bietet mir halt diesen Ort, wo ich eine Kultur und ein Volk habe, eine Idee, der ich wirklich mit vollem Herzen 100% zugehören kann. Und am Ende des Tages muss man einfach auch der Frage gegenüberstehen, wer möchte denn nicht mal König sein?
Oder wie in meinem Fall Präsident.